Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist mega warm und deswegen habe ich mir hier so einen coolen Saft mit Mineralwasser gemacht, der so ein bisschen nach Cocktail aussieht. Leute, ich werde mich jetzt mit diesem Getränk hier in den Urlaub verabschieden. Ich wünsche euch aber noch ganz viel Spaß bei diesem Gemälde. Eine richtig coole Küstenlandschaft mit Farbverlauf und ganz tiefem Wasser hin zu diesem hellen Strand hier. Ja, ich würde mal sagen, Cheers! Ich fange jetzt hier erstmal auf dem Acrylkarton an, indem ich die dunkleren Töne male. Ich male eigentlich immer erst die dunklen Töne, arbeite mich dann vor ins Helle. Macht auch einfach Spaß, diese Farbübergänge daher zu zaubern. Und wenn man mit hell anfängt, ist halt auch so ein bisschen der Nachteil, dass die Farben dann nicht ganz so tief aussehen. Deswegen meine Empfehlung immer mit dunkel anfangen. Ihr seht jetzt hier bestimmt auch schon, dass ich verschiedene Töne einbaue. Also ich möchte die Meereslandschaft so vielfältig wie möglich darstellen. Ich bringe deswegen auch ein bisschen Türkis ein, was so ein bisschen ins Grüne geht. Genauso wie Ultramarinblau. Das ist eine der wichtigsten Farben, die ich benutze. Was ich jetzt hier gerade drüber male, ist so ein etwas helleres Türkis, was auch schon einen Weißanteil mit drin hat, deswegen ist es auch so hell. Ihr seht da ja auch schon gleich den Unterschied zu den dunkleren Tönen und man kann das dann halt nass in nass so richtig schön rüberarbeiten. Ja, das kreiert dann einfach auch nochmal unterschiedliche Abstufungen der Töne, was das Ganze dann nochmal vielschichtiger und wie gesagt auch realistischer macht. Was ich vorhin noch eingearbeitet habe, war so ein Pistaziengrün. Das nehme ich irgendwie auch ganz gerne, um so den Übergang von Meer zu Strand darzustellen, weil es ja auch meistens so ein bisschen grünlich dann ist. Ich habe einfach mal mit den Farben von Sostrene Grene da ein bisschen rumexperimentiert. Ich finde die gerade richtig gut und nehme die auch zurzeit sehr gerne für diese Meeresgemälde. Manchmal habe ich auch so ein bisschen Farbüberschuss auf dem Pinsel und um da den Übergang besser hinzukriegen, streife ich das einfach nochmal auf einem Küchentuch ab oder so und dann ist der Pinsel auch nicht mehr ganz so komplett voller Farbe und man kann dann auch besser den Rest einarbeiten. Hier sieht man es ja zum Beispiel auch, dass ich dieses Beige und ein Lila und dieses Aprikot genommen habe und das quasi sich auf dem Pinsel mit diesen Türkistönen verbindet und dadurch auch nochmal so einzelne Farbabstufungen ergibt. Ich finde zum Beispiel auch, dass sich dieses Lila bzw. Flieder und auch das Rosa sehr gut eignen, um Farben noch ein bisschen die Knalligkeit zu nehmen. Also manchmal möchte ich einfach, dass es so ein bisschen schattiger aussieht oder auch kühler vom Farbton her oder etwas gedeckter, also nicht ganz so intensiv. Und da eignet sich das immer ganz gut. Da kann man einfach wirklich mit rumspielen. Ich habe da jetzt auch keine
Patentformel, wie ich das mache. Also ich mache das wirklich einfach intuitiv. Ich weiß, welche Farben sich ergänzen oder ausgleichen und dann kann man die damit so ein bisschen abmildern. Man kann auch einfach die Farbe auf dem Pinsel direkt abgleichen mit dem, was man zum Beispiel auf einem Referenzfoto hat, wenn man eins hat. Dann sieht man auch ganz genau, ob man den richtigen Farbton getroffen hat. Ansonsten ist es wirklich immer wieder neu mischen, solange bis man quasi den gewünschten Farbton hat. Und oft muss man halt auch sehr viele Farbtöne mischen. Also es ist bei mir definitiv so, ich mische eigentlich die ganze Zeit irgendwas hin und her und manchmal passt mir der Farbton nicht, dann mische ich halt nochmal drüber oder mische nochmal weiß rein oder so. Also das ist echt ganz unterschiedlich. Aber ich glaube, darin liegt auch so ein bisschen das Geheimnis, wie man ein gutes Bild kreiert, nämlich indem man halt möglichst viele unterschiedliche Farbtöne mit reinbringt und die so miteinander verbindet, dass sie halt aussehen wie aus der Natur, ne? Oder zumindest weitgehend wie in der Natur. So, hier fange ich jetzt dann auch an, die nächst hellere Stufe mit einzubringen. Mische ich auch wieder mit ein bisschen mehr Rosa, damit der Farbton wärmer wirkt, weil hier geht wirklich die Welle in den Strand über. Und da haben wir nicht mehr ganz so einen Grüneinschlag. Man sieht es auch hier, ich knall hier dieses Umbra drauf, mache da noch ein bisschen Gelb mit dazu. Ja, das bleibt natürlich so nicht, da kommt gleich noch Weiß dazu und dann haben wir halt wirklich diesen hellen Strandton, der halt aber wärmer ist vom Farbton, weil, wie gesagt, das Meer hört hier auf und da fängt der Strand an und deswegen sind die Farben dann auch nicht mehr ganz so grünlich. Der Vorteil ist halt, wenn man nass in nass arbeitet, dass man die Übergänge auch viel weicher gleich gestalten kann. Also quasi alles in einem Zug machen kann und nicht nochmal irgendwie extra drüber malen muss und die Farben neu anmischen, sondern es mischt sich ja gleich von selbst. Ich brauche ja nur mit dem Pinsel drüber gehen und dann habe ich quasi beide Farben ineinander. Und die kann ich dann immer nochmal so reinarbeiten und die Übergänge weicher gestalten mit dem Pinsel. Ich habe jetzt hier nochmal ein sandfarbenes Beige, Herbal Brown heißt das, ist auch von Sostrene Grene. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wenn nicht, korrigiert mich bitte. Und das nehme ich zurzeit wirklich sehr gerne, um so Strände zu malen. Kann man nämlich auch wunderbar mischen mit diesen Pfirsichtönen, etwas Gelb und so einem Lachsrosa. Und da kann man dann innerhalb des Strandes, wie man es hier ja auch schon sieht, auch nochmal unterschiedliche Farbabstufungen gestalten. Macht auf jeden Fall auch Spaß. Also einfach dieses Beige und dann mit Weiß drüber und mal gucken, wie sich die verschiedenen Töne so miteinander verbinden. Da ergibt sich manchmal auch was richtig Cooles draus.
Ich ziehe auch die Farben vom Strand immer noch mal so ein bisschen in das Meer rein, weil meistens, wenn man wirklich von oben aufs Meer guckt, dann ist nicht der Übergang so wie mit so einer Linie gezeichnet, sondern es ist so ein bisschen sanfter und subtiler und auch sehr weich von den Konturen her. Man muss es einfach mal ein bisschen beobachten und dann ja, kann man das ausprobieren auf der Leinwand. Schön mit der Kantenseite von dem Pinsel oder auch, wie ich hier gerade benutzt habe, so ein Schwämmchen. Finde ich, ist auch nicht verwerflich, wenn man das mal benutzt. Es ist ja letztendlich ein Werkzeug, was einem zum gewünschten Ergebnis verhilft, hoffentlich. Ich habe mir vorgenommen für das Bild, dass ich ja, je weiter ich nach rechts komme, heller werde und deswegen kommt jetzt hier auch nochmal eine gute Portion Weiß mit drauf. Mische ich wieder ein paar Töne rein, dass es so ein bisschen aussieht, als ob der Strand von der Sonne reflektiert wird. Ich finde das einfach schön, wenn man so einen Farbverlauf hat am Ende. Hier kommen jetzt auch wieder ein paar hellere, kühlere Töne mit rein, zum Beispiel dieses leichte Flieder, was ich mit Beige und Weiß verbunden habe. Soll auf jeden Fall nochmal so ein bisschen die Reflexion des Himmels auf dem Wasser darstellen, aber nicht nur unbedingt auf dem Wasser, sondern auch so ein bisschen auf dem Sand. Also ich arbeite das halt auch so ein bisschen rüber und da haben wir dann wieder noch ein bisschen mehr Vielschichtigkeit, wovon das Bild ja am Ende auch lebt. Es soll ja wirklich ja, so leicht realistisch auf jeden Fall werden. Jetzt kommt so ein bisschen der Fun-Part. Ich male jetzt hier die Konturen der Wellen und auch die Gischt. Weil ich da natürlich auch nicht möchte, dass das aussieht wie mit dem Lineal abgetrennt, wird das Ganze auch so ein bisschen eingearbeitet und danach wieder aufgebaut. Also ich arbeite es erst ein, damit der Übergang da ist und am Ende gehe ich dann auch nochmal mit Weiß drüber. Am besten mit einem sehr flüssigen Weiß, weil man das dann auch besser einarbeiten kann. Aber so kann ich sehr gut die Konturen der Wellen schon mal ja, so ein bisschen anfangen, ne? Und hier nehme ich auch einen breiteren Pinsel dafür, dass ich da die Verblendungen irgendwie besser hinkriege. Hier auch wieder etwas, was ich für mich entdeckt habe, und zwar ist das diese flüssige Acrylfarbe. Acryltinte nennt sich das Ganze auch. Das nehme ich sehr gerne, um Wellen zu malen, beziehungsweise den Schaum auf den Wellen und auch für Reflexionen im Wasser oder die Gischt, also die Gischt, die sich zum Beispiel durch so eine Welle durchzieht,
finde ich immer richtig gut, wenn man da einfach so einen flüssigen Ton hat, den man auch leicht transparenter nach außen hin machen kann. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber der ist halt nicht ganz so dick, also so dick vom Auftrag her, so wie dieses Weiß, was ihr oben in der Mitte seht. Das ist ja wirklich ein Reinweiß bzw. Titanweiß. Und mit diesem flüssigen Acryl kann ich einfach ein bisschen sanftere Übergänge machen. Ich male ja jetzt hier so die Gischt auf dem Wasser, beziehungsweise ja, wie so eine Schaumkrone, die sich auf dem Meer bewegt. Und da würde ich auch immer empfehlen, dass ihr nicht einfach nur rein weiß nehmt, sondern immer unbedingt unterschiedliche Töne verwendet. Also ein bisschen abdunkeln, vielleicht mit Blau oder mit ein bisschen Grau oder sowas, dass ihr halt nicht dieses dicke, gesättigte Titanweiß habt, sondern dass es einfach ein bisschen natürlicher wirkt. Was ich auch oft gesehen habe in Referenzfotos oder so, ist, dass der hellste Punkt auf der Welle, der ist nicht irgendwie ganz außen oder so, sondern der ist so mittig davon. Also links und rechts gibt es Weißtöne und genau in der Mitte davon ist ungefähr so der hellste Ton. Das habe ich jetzt auch versucht, so ein bisschen umzusetzen. Ich glaube, man kann auch zusammenfassend sagen, dass es einfach eine Wissenschaft für sich ist, naturalistische Bilder zu malen. Man muss wirklich sehr genau gucken und man wird wahrscheinlich im Laufe seines Lebens auch immer wieder Fehler machen. Aber genau darin besteht ja auch der Lernprozess. Deswegen, auch wenn ihr mit euren Bildern nicht zufrieden seid oder so, ich würde euch immer ermutigen, macht einfach weiter. Irgendwann wird es auf jeden Fall besser und es ist wirklich auch eine Sache der Konzentration. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich irgendwie noch nicht alles perfekt mache oder so. Aber ja, wann ist die Perfektion erreicht? Das ist dann auch wieder so die Frage. Ich glaube, wenn man wirklich fotorealistisch malen will, dann ist es ein weiter Weg bis dahin und auch sehr viel Übung. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht unbedingt die Lösung für alles, dass man komplett fotorealistisch malen kann. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass es auch sehr anstrengend sein kann und man vielleicht manchmal dann auch gar keine Lust mehr hat auf das Bild. Also hatte ich früher so. Deswegen mag ich mehr dieses leicht impressionistische, also so dieses schwungvolle. Vielleicht auch, weil ich manchmal ein bisschen ungeduldig bin. Also da könnt ihr nur in euch selber reinhorchen, was für ein Typ seid ihr und was wollt ihr ausprobieren und ist es euch das wirklich wert, dass ihr alles komplett bis zur Perfektion beherrscht? Muss jedes Detail stimmen oder darf es einfach auch mal so ein bisschen malerisch sein, so ein bisschen mit leichter Hand oder so? Also zumindest ist es das, was mir momentan am besten gefällt und da hat jeder seine eigenen Ideen, glaube ich, von.
Um nochmal das Thema Perfektion aufzugreifen. Also ich bin wirklich sehr lange immer damit beschäftigt, diese ganzen unterschiedlichen Farbtöne richtig hinzukriegen. Ich gucke dann auch immer sehr genau, wie sieht es jetzt auf dem Vergleichsfoto aus oder wie sieht es jetzt in echt aus. Also man hat ja immer irgendwo seine Ideen her, guckt sich vielleicht mehrere Fotos an und sagt dann, ja, so ungefähr in dem Stil möchte ich mein Bild malen. Und wie gesagt schon, man muss wirklich sehr genau gucken, damit man einfach dieses Gefühl auch rüberbringt. Also da schwappt irgendwie so eine leichte Welle rüber. Es ist aber nie zu kontrastreich, sondern es ist immer so ein bisschen weich und in Bewegung. Also quasi auch das, was das Meer so darstellt. Das Meer ist ja immer in Bewegung und ich will das auch immer so ein bisschen rüberbringen auf meinen Bildern, damit es nicht so statisch wirkt. Also vielleicht muss man sich manchmal auch einfach locker machen und dann so sagen, hey, hier fließt jetzt der Pinsel rüber oder so und das ist in Ordnung so, dass da irgendwie noch ein Klecks weiß gelandet ist. Das lasse ich jetzt einfach so. Ich möchte ja auch den Strand nicht komplett einheitlich gestalten, sondern der soll ja auch nochmal so ein bisschen unterteilt werden von Wellen, die quasi vorher eingegangen sind auf dem Strand, weil sonst wäre das ja einfach nur eine beigefarbene Fläche, was relativ langweilig ist. Deswegen, da lege ich auch nochmal immer Wert drauf, dass es quasi keinen Ort an einem Bild gibt, der einfach nur flach ist, also der einfach nur eine flächige Farbe hat. Das mache ich dann eher so bei abstrakten Bildern, aber bei naturalistischen Bildern ist mir das wichtig, dass da ein bisschen Struktur immer noch drin ist. Also möglichst jede Fläche wird irgendwie noch so ein bisschen bearbeitet mit Untertönen oder so oder je nachdem, was man zur Verfügung hat, kann man auch einfach mit einem Malmesser da nochmal reingehen. Überall da, wo diese Gischt ist oder wo man eine Welle hat, wo so dieser Meeresschaum ist, da mache ich dann auch immer noch mal ein paar hellere Töne drüber, einfach damit das Ganze mehr Tiefe bekommt und die Konturen auch noch mal ein bisschen schärfer werden. Ich will es am Ende natürlich nicht mit klaren Konturen haben, aber es soll ja auch ein bisschen Kontrast bekommen, also nicht zu viel, aber halt auch nicht zu wenig, so ein bisschen, ja, ein Mittelmaß. Also in der Landschaft sind ja auch nicht alle Konturen nur verwaschen, aber die sind so leicht verwaschen, weil man sie von weiter weg sieht. Ich hoffe, das macht Sinn.
Ich habe hier zum Beispiel auch nochmal diese weiße Acryltinte verwendet. Wie gesagt, benutze ich das wirklich sehr gerne für diesen Meeresschaum, weil man einfach nach außen hin das so ein bisschen ausstreichen kann und das dann transparenter wirkt. Ich finde, das sieht einfach nochmal irgendwie schöner aus. Bisschen natürlicher. Hier habe ich jetzt auch ganz leicht nochmal so die Andeutung von der nächsten Welle, die da so eintrifft, dargestellt. Habe ich auch wieder mit der Acryltinte gemacht und die streiche ich dann immer so ein bisschen aus, dass das einfach ganz leicht wirkt. Also ich möchte da nicht zu viel Aufmerksamkeit drauf lenken, aber es soll halt da auch wieder so ein bisschen eine Struktur da sein, dass es nicht einfach nur eine leere Fläche ist. Als ich mir das Bild dann nochmal von weiter weg angeschaut habe, da ist mir dann aufgefallen, dass es mir unten links doch irgendwie ein bisschen zu viel war. Also irgendwie war es zu viel Gischt oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollte ich es doch noch einen Ticken ruhiger haben. Und da mache ich jetzt was ich öfter mal mache, dass ich einfach die Stellen ausbessere und dann nochmal drüber gehe mit der Farbe. Ist ja bei Acrylfarben auch ganz leicht, das einfach auszubessern.
Was ich jetzt hier gleich noch mache, ist, dass ich versuche, so ein bisschen diesen Meeresschaum, der oben auf dem Wasser schwimmt, noch mehr Tiefe zu geben, indem ich einen Schatten drunter male. Also in dem Fall vermische ich da Ultramarinblau mit diesem Sandton, nochmal so ein bisschen lila und glaube ich auch einen Ticken Türkis. Ich weiß nicht, was ich da jetzt genau genommen habe, aber da arbeite ich mich auch so ein bisschen rein. Also das soll auch wirklich am Ende ganz weich aussehen. Das soll nicht zu klar aussehen von den Konturen her, sondern einfach so, als ob das nochmal unten auf dem Sandboden einen Schatten wirft. Genauso ist es ja auch mit der Welle hier, die recht präsent in der Bildmitte ist. Die wirft auch so einen ganz leichten Schatten auf den Sand. Und da ist ja auch so ein bisschen der Fokus von dem Bild. Deswegen gehe ich da auch nochmal drüber und besser aus. Und hier male ich auch nochmal ein bisschen Gischt, also nochmal ein bisschen mit Weiß drüber, dass es aussieht wie von der Sonne reflektiert. Ich glaube, man kann auch einfach grob zusammenfassen, dass ich jetzt eigentlich nur noch Feinheiten bearbeite, also auch mit einem feineren Pinsel nochmal Konturen entweder klarer oder ein bisschen verwaschener dann darstelle oder auch nochmal so ein paar Tupfer draufsetze, kleine Verbesserungen mache und jetzt nichts Großes, ne? Also es geht hier wirklich mehr um Details, die ich dann noch hinzufüge, je nachdem, oder auch mal wieder entferne, wenn sie mir nicht gefallen. Ich glaube, die meiste Zeit bin ich auch immer damit beschäftigt, Details zu malen. Also so die grobe Komposition, die ist ja am Anfang da und so diese Grundfarben. Aber es geht ja wirklich nochmal ans Eingemachte, wenn man zu den Details kommt. Da ist die größte Herausforderung natürlich, dass man die ganzen Farbtöne auch richtig trifft. Und dementsprechend lang dauert es natürlich dann auch, so ein Bild zu malen. Es ist einfach ein bisschen aufwendiger, das malt man halt nicht mal so eben ratzfatz, sondern man muss schon aufpassen, auch dass die Formen stimmen, dass es nicht irgendwie seltsam aussieht am Ende.
Ich glaube, man kriegt mit der Zeit auch so eine Intuition dafür, was richtig ist und was nicht. Also welche Form vielleicht so nicht sein könnte und man sieht es dann auch irgendwie schon. Also so geht es mir zumindest. Wenn ich meine Bilder male, dann sehe ich immer gleich, nee, irgendwie da bin ich nicht mit zufrieden, da stimmt's irgendwie nicht. Und ja, mit der Zeit kann man sich, glaube ich, auch wirklich darauf verlassen. So, das ist das Bild jetzt fertig, beziehungsweise so, wie ich damit auch zufrieden bin. Ich trenne jetzt hier erstmal den Acrylkarton von dem Block ab. Das muss man bei diesem Acrylkarton immer mit so einem Cuttermesser machen. Und weil ich das ganze Bild später auch noch in den Rahmen einlegen möchte, schneide ich das auf die gewünschte Größe zu, weil tatsächlich hat dieser Block irgendwie ein sehr merkwürdiges Format, wo es außer Maßfertigungen keine Rahmen gibt. Und ich hatte halt hier auch schon einen fertigen Rahmen in 50 x 60 und auf die Größe wollte ich das natürlich dann auch bringen, damit das dann perfekt passt.
finde ja, so ein Bild sieht mit einem Rahmen auch immer noch mal schöner aus. Es gibt dem Ganzen einfach den letzten Schliff und ich rahme meine Bilder sowieso sehr gerne. Und diese flachen Bilder wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie ich die anders präsentieren soll, außer in einem Rahmen. Und das ist jetzt das Endergebnis. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like oder Abo da und ich freue mich auch immer über eure Kommentare. Ihr könnt meinen Kanal auch sehr gerne mit einer Spende unterstützen oder schaut einfach mal in meinem Shop vorbei. Den Link findet ihr in der Infobox. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag und bis zum nächsten Mal.